Über 5 Kilo Ertrag auf nur einem halben Quadratmeter? Das verspricht der Kartoffelturm für winzige Balkone. Doch Anfänger machen beim ersten Mal oft einen fatalen Fehler. Die Ernte fällt aus und alles verrottet tief im Inneren. Deshalb zeigen wir, wie der Turm wirklich funktioniert. Das Grundgerüst formst du einfach aus einem Drahtgitter. Doch lockere Erde würde sofort durch die weiten Maschen rieseln. Deshalb brauchst du am Rand eine 15 cm dicke Strohschicht. Dieses Stroh hält die Erde und wirkt wie ein riesiger Schwamm. Aber bei Hitze trocknet dieses offene System trotzdem schnell aus. 4 hochkant aufgestellte Europaletten sind die bessere Wahl. Der riesige Vorteil hier ist eine kleine Ernteklappe ganz unten. Damit entnimmst du später die reifen Kartoffeln schichtweise. Aber unbehandeltes Holz verrottet bei Erdkontakt extrem schnell. Solltest du es also mit chemischem Holzschutzmittel anstreichen? Auf keinen Fall, denn die Chemie zieht direkt in dein Essen. Nutze deshalb lieber von Natur aus extrem haltbares Lärchenholz. Zusätzlich kleidest du das Innere mit robuster Teichfolie aus. So bleibt das Holz trocken und dein Gemüse garantiert giftfrei. Jetzt fehlt nur noch die richtige Technik beim Befüllen. Der größte Fehler ist, den Turm sofort bis oben voll zu machen. Du startest mit 15 bis 20 cm Erde und 3 bis 6 Knollen. Erst wenn das Blattwerk 10 cm herausgewachsen ist, bedeckst du alles mit Erde und legst neue Kartoffeln nach. So zwingst du die Pflanze, immer neue Wurzeln zu bilden. Viele wollen den Ertrag maximieren und bauen den Turm riesig. Aber bei zu viel Höhe verdunstet das Wasser extrem schnell. Gießt du von oben, erreicht das Wasser die unteren Schichten nie. Diese vertrocknen komplett und die Ernte fällt dort unten aus. Ein maximal 1 Meter hoher Turm bringt paradoxerweise mehr Ernte. Gieße deshalb seltener, aber dafür extrem durchdringend. Denn Kartoffeln stellen bei Trockenheit sofort ihr Wachstum ein. 30 Liter Wasser müssen zwingend bis ganz nach unten sacken. Aber genau hier unten lauert die nächste tödliche Gefahr. Was passiert mit der Ernte, wenn das Wasser unten nicht abfließt? Besonders bei Holztürmen mit Folie entsteht schnell Staunässe. Diese Nässe lässt deine untersten Kartoffeln elendig verfaulen. Deshalb braucht der Turmboden unbedingt mehrere Drainagelöcher. Nur so kann das überschüssige Wasser jederzeit sicher abfließen. Beachtest du das, steht einer riesigen Ernte nichts mehr im Weg. Am Ende der Saison ist es dann endlich Zeit für die Ernte. Beim Drahtturm kommst du von außen kaum an die dicken Knollen. Du musst den gesamten Zylinder gewaltsam zerstören und umkippen. Das endet auf einem kleinen Balkon oft in einer riesigen Sauerei. Würdest du dir dieses Chaos für ein paar Kartoffeln wirklich antun? Genau deshalb lohnt sich der Bau eines stabilen Holzturms. Du öffnest die untere Klappe und entnimmst die reifen Knollen. Die Pflanze darüber wächst ungestört weiter und liefert Nachschub. So erntest du über Wochen hinweg immer wieder frische Kartoffeln. Ein Test zeigte über 5 Kilo Ertrag auf einem halben Quadratmeter. Wir sollen mehr solcher Videos machen? Dann freuen wir uns über dein Like und dein Abo.